Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir schauen uns heute die neue Arena Manager Beta an. Es wurden ein paar Kleinigkeiten geändert im Vergleich zum letzten Arena Manager. Das gucken wir uns heute mal im Detail so ein bisschen an. Und ja, schauen mal, was alles so neu ist. Wir choosen unser Preset. Wenn ihr auf dem Beta-Server seid, könnt ihr zwischen verschiedenen Arena-Manager-Leveln aussuchen, je nachdem, mit welchem ihr halt starten wollt. Dadurch, dass wir ja schon die letzte Beta getried haben, wissen wir ja nun, wie auch das Early Game so ein bisschen aussieht. Wir kennen das Ganze schon, deswegen starten wir jetzt dieses Mal direkt mit der 100 rein und choosen hier unser Preset. Das Ganze könnt ihr auch testen, wenn ihr wollt, auf dem Beta-Server. Und euch da einen eigenen Eindruck verschaffen. Ihr bekommt halt eben ein paar Pilze, ne, um halt eben auch alles hier ausgiebig zu testen. Ja. Ansonsten würde ich mal sagen, ja, ist noch ein weißes Fenster. Das scheint noch nicht ganz fertig zu sein hier, aber alles andere interessiert uns jetzt auch nicht, bis halt eben auf den Arena Manager. Hier gehen wir einmal drauf, ja, haben hier jetzt die ganzen Achievements. Hier sehen wir jetzt, ist das neu? Ich kann mich zumindest nicht erinnern. So eine kleine Introduction zum Arena Manager. Invest money in buildings and fighters. Ja. Buildings produce money and spectators. Spectators and fighters produce applause. Ja. Redeem the applause for your Arena Manager level. Buy a daily offer for building boosts or skips. Arena Manager level unlock runes on equipment. Das ist so ganz simpel, glaube ich, so der Hergang für alle erklärt, was der Arena Manager am Ende des Tages macht und wofür was halt eben da ist. Ne? Also man hat halt eben das Geld, was man durch den Arena Manager verdient, was man in Gebäude und Fighter investieren kann. Die Gebäude, die produzieren noch mehr Geld und Zuschauer, ne? Und diese Zuschauer, die produzieren halt eben diesen Applaus. Und den Applaus braucht man dafür, um halt eben ein höheres Arena Manager Level zu haben, wodurch man wiederum den Skilltree dann auch erweitern kann. Ja, genau. Das kennen wir ja schon, diesen Daily Offer von dem alten Arena Manager, und dass das Ganze hier Ruhm produziert, sollte, denke ich mal, dann auch klar sein. Ja, Skilltree. Your Arena Manager Level also unlocks Skill Trees. Ne? Das ist das, was wir eben besprochen hatten. One Skill Tree for Money, one for Spectators. Also es gibt, ich sehe das schon im Hintergrund, es gibt jetzt nicht mehr 3 verschiedene Skill Trees, sondern nur noch 2. Einer wurde komplett entfernt. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen der Übersichtshalber, dass jetzt die Leute nicht ganz so überfordert sind, 3 Skill Trees auf einmal zu haben. Also one Skill Tree for Money und einer für Geld und einer für die Zuschauer. Level up to spend Skill Points on them. Ja. You can upgrade Skills multiple times. Also verschiedene Skill Tree Arten können wir öfter upgraden. Reset Skill Trees to redistribute your points. Also wir können auch den Skilltree wieder zurücksetzen, um unsere Punkte neu zu verteilen. Ne? Oder halt eben, wenn wir ein Arena Manager Level aufgestiegen sind, um einen zusätzlichen Punkt auch nochmal zu verteilen. The E takes you to the detailed info screen. Ja, also hier oben das I, nochmal für ein näheres Tutorial. Wenn man jetzt hier draufklickt, dann sieht man das Ganze auch nochmal, wofür hier was genau da ist. Ja, das wird hier dann auch nochmal erklärt. In der fertigen Version wird das Ganze natürlich dann auch auf Deutsch sein, dass ihr das Ganze dann hier auch euch anschauen könnt und hier alles durchlesen könnt. Ja, weiter haben wir hier Breakpoint. Ja, die Breakpoints, das war zumindest beim letzten Mal auch so, sind halt bestimmte Punkte in dem Spiel, wo halt eben ein Abschnitt erreicht wird, um halt eben ja, einen gewissen Progress auf die nächste Stufe zu bringen oder so. Genau. Perks haben wir hier noch, Daily Offers, gucken wir uns auch gleich nochmal alles an. Ne, ein bisschen haben wir das ja schon in der letzten Arena Manager Beta sind wir das Ganze ja schon mal durchgegangen. So, ne? Okay, also wir haben jetzt hier 99
Skillpunkte, die wir jetzt hier verteilen können auf 2 verschiedene Skill-Trees. Dabei müssen wir jetzt entscheiden, okay, was machen wir? Ja, gehen wir jetzt in die Spectators rein oder gehen wir dann mehr auf das Geld? Ne? Wir haben ja jetzt gesehen, was wofür gut ist, und dann kann man halt hier eben sich jetzt die richtige Strategie aussuchen. Ja, die muss man natürlich erstmal herausfinden. Wir fangen natürlich erstmal an, ne, wo wir anfangen müssen, hier mit der 1. So, bevor wir hier weitermachen, Entrance produces money 5% faster. Ja, also die Gebäude hier. Das heißt, hier können wir schon mal weitergehen. Hier können wir jetzt hier einmal nach links gehen. Next level, start your run with starting buildings that have already completed their production cycle times. Oder hier, if all buildings are at nearly same level, you produce 20% mehr Geld. Im Prinzip, ja. Wir können hier noch einen weiter runter gehen, dann schalten wir hier schon die nächsten frei. Hier haben wir einmal den Popcorn-Stand, den wir verbessern können, sorry. Und einmal den, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, Tavernen, ich weiß, keine Ahnung. Ja, irgendwas hier, ein weiteres Gebäude. Ja, dann einmal weiter runter. Hier können wir nur noch weiter runter gehen, weil wenn wir hier die Sparte freischalten wollen, müssen wir den erst freischalten. Können wir hier auch mal machen. So, da haben wir Popcorn-Stand und hier können wir noch aussuchen, den können wir hier halt noch so erweitern, wenn wir wollen. Ansonsten hier, start your run with the building beverage stand at building level 1. Können wir auch machen. Hier, dann können wir auch das freischalten oder können auch hier reingehen. Ne? Wir können die einzelnen Upgrades auch hier, man sieht das ja bis zu 20 Mal hier auch verbessern. Hier bis zu 10 Mal, dass wir mehr Geld halt kriegen auch, ne? Wir können hier auch noch weiter runter gehen. So, haben wir jetzt nochmal 10% more money. Hier haben wir Next Level 5% Chance of finding a 8-hour time skip offer in daily offers that cost 1% of Applaus. Ja, kann man halt eben auch machen. Oder Next Level need 1% less Applaus to increase from Arena Manager Level. Können wir uns aussuchen, ob wir hier reingehen wollen oder nicht, ne? Rechtsklick können wir auch den Punkt wieder zurücknehmen oder halt eben lassen. Ja, und so kann man sich halt eben aussuchen, ey, wo geht man lang, wo steckt man jetzt das meiste Geld rein. Bei den Spectators selbes Spiel, ne, 10% more Spectators, hier Entrance produce Spectators 5% faster. Dann können wir hier rechts gehen, Training Dummy produce 5% more Spectators, Training Dummy nochmal 5%, hier if buildings are nearly, können wir auch. So, VIP Seat, ja, können wir hier auch runtergehen. If the VIP seat is the highest level building, you produce 20% more spectators. If buildings level are divisible by 5, you produce 20% more spectators. Oder wir gehen hier einfach die Standardroute runter. Boosts are 10% more likely to found in daily offers. Ja, wenn man das möchte. Lassen wir mal weg. Entrance produce 5% more spectators, reduce the chance of one-day time skips. Und also hier kann man auch gezielt auf die 8 Tage halt hinarbeiten. You produce 10% more spectators. So, und dann, genau, ja, können wir das halt eben so aussuchen, wie wir wollen. Ne? Können hier jetzt erstmal das Ganze, ja, keine Ahnung, ich kann euch jetzt nicht sagen, was jetzt hier die richtige Strategie ist und was nicht. Ne? Dafür ist es noch zu früh, aber wir nehmen erstmal hier die Standardsachen, dass wir hier generell erstmal ein bisschen mehr Applaus und Geld kriegen und so. Apply. So, jetzt haben wir hier unseren Skilltree verteilt. Ja, bitte nicht nachmachen, richtige Strategien werden dafür bestimmt ausgearbeitet. Und jetzt haben wir hier dann die Buildings. Ja, können wir uns hier die Buildings aussuchen, was wir hier ausbauen wollen, was wir kaufen wollen. Wir haben jetzt hier 100 Gold auf der Tasche, können jetzt hier das auch erstmal verbessern, ja, oder halt eben ein neues Gebäude hier unten auch schon kaufen, ne, oder den Popcorn-Stand verbessern, ich weiß gar nicht, muss man jetzt gucken, wo man halt reingegangen ist am besten, ne, ist man hier in den Entrance mehr committed, dann sollte man den am Anfang eher ausbauen, ist man in den Popcorn-Stand oder halt eben in den Beverage, in den Bewirtungsstand, glaube ich, keine Ahnung, reingegangen, kann man natürlich da dann auch sich dann mehr oder besser drauf konzentrieren, da reinzugehen. So, jetzt haben wir, ist das hier schon einmal durchgelaufen und jetzt sehen wir hier einmal, haben wir schon Applaus bekommen und halt eben ein bisschen Geld, ne? Wir können hier uns auch bei den Fighters
können wir uns hier auch ja, die Fighters zusätzlich hier einmal kaufen. Die produzieren dann halt, wie man hier sieht, dann auch nochmal zusätzlich etwas dazu. Dann haben wir die Timeskips, Production Boost, Training Dummy. Timeskips 2 Tage, wird es natürlich dann die 8 Tage haben, denn wenn es geht. Ne? Aber da müssen wir halt eben noch ein bisschen warten auf den nächsten Tag. So, wir bauen jetzt mal einfach alles aus, was wir jetzt hier so an Geld und Ressourcen zusammenbekommen haben. So, es ist natürlich jetzt schon einiges. Ne? Und wenn das hier einmal durchgelaufen sein sollte, dann kriegen wir hier, glaube ich, auch gleich, wenn wir den dementsprechenden Applaus haben, dann auch die Perks, die wir uns dann aussuchen können für die Fighter hier. Ne? Da achten wir mal gleich drauf. Hier sehen wir auch einmal, wir können hier auch switchen zwischen der Zeit, wann das fertig ist. Also eine Minute brauchen wir noch. Ne? Und hier sehen wir dann einmal, ja, was hier produziert wird. Ne? Einmal den Average Applaus pro Stunde, ne? Und Bonusapplaus vom Level. Und ja, so sieht das Ganze aus. Je mehr man davon hat, desto mehr produziert das Ganze natürlich auch. Und wenn das Ding hier jetzt einmal durchgelaufen ist, dann sollten wir hier auch, glaube ich, erstmal gut was haben, weil jetzt haben wir im Moment noch 0 Applaus. Wir produzieren hier halt aber schon ein bisschen Geld durch die Gebäude halt. Ne? So, und jetzt noch 19 Sekunden abwarten und mal gucken, was dann dabei herauskommt. Und dann können wir uns hier auch dementsprechend, glaube ich, dann nochmal die Perks sichern. Ja, also es sind leichte Changes im Vergleich zum letzten Arena Manager. Das ist, denke ich mal, ein Skilltree weggenommen worden. Das ist so das Größte, was jetzt hier dabei passiert ist. So. Ja, jetzt haben wir hier einmal die Perks. Jetzt im Hintergrund seht ihr schon den Applaus, den die Fighter hier produziert haben. All fighters with the tags Glutonidus produce 400% more Applaus. Ne, hier sollte man natürlich gucken, wo die beste Synergie ist. Ne? Dann haben wir hier einmal Dark Magic, Mage Spooky, ja, produce 200% mehr. Oder halt, hier haben wir noch einmal Hard Stealing Giant, Cute, Gigantic, haben wir hier 2, die das betrifft. Also wir haben entweder hier einen mit 400 oder 2 mit 200%. Wir nehmen jetzt mal das hier. So, dann haben wir das erste Perk fertig. Dann das zweite, was hier angeboten wird. All Fighters with Attack Cute produce 400 mehr. Haben wir nur einen. Tiny haben wir nur einen 400%. Oder hier auch wieder Brutal und Tiny. Also wäre jetzt hier wieder quasi auf das gleiche drauf hinaus. Ne, wir können uns auch auf einen konzentrieren. Dann produziert der natürlich mehr. Können wir mehr da reinstecken auch dann. So, und dann haben wir hier einmal All Fighters with Attack Gigantic. Wäre jetzt er. Mage Spooky 200% ist nur einer, den würde ich dann weglassen. Und hier haben wir Heroic und Mysterious mit jeweils 200. Also auch hier kann man den nehmen. Und ja, jetzt sieht man halt hier Production Bonus 800, Production Bonus 200, Production Bonus 200. Heißt, würde am meisten Sinn machen, hier das meiste reinzustecken. Genau. Und dann kann man sich natürlich hier auch nochmal den Tagesskip hier gönnen und dann sieht man auch schon, jo, das hat sich gelohnt. Ja, und jetzt dadurch, dass wir es geskippt haben, können wir im Prinzip auch jetzt das Level hier resetten, weil wir jetzt ja 2 Tage übersprungen haben, resetten und dann hätten wir jetzt quasi 3 Skillpunkte mehr, die wir dann auch wiederum hier in den Skilltree packen können. Ja, können wir uns zum Beispiel mehr auf den Popcorn-Stand konzentrieren. So, Apply. Und dann sagt man, jo, ey, dann gehen wir jetzt hier so Full Popcorn. Und dann produziert es halt eben mehr. Ne, das ist so der... Und dann fängt man halt wieder von vorn an. Ne? Hat seinen Arena Manager resettet. So, Skilltree kann man komplett resetten oder halt eben weiter ausbauen. Ne? Genau, so sieht das Ganze aus. Ja, Freunde, das ist soweit zum Arena Manager Beta. Ja, kleiner Einblick in die 2.0er Beta. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.